Es ist das Jahr 100 nach Christus. Rom glänzt in seiner vollen Pracht. Schon aus der Ferne ist das wollüstige Geschrei der Massen zu hören. Die Arena tobt, der Boden bebt unter den Füßen der Zuschauer. Gleichzeitig kämpfen schwer bewaffnete Gladiatoren um Leben und Ehre. Und an ihrer Seite gigantische, furchteinflößende Molosserhunde, welche von den Römern gezüchtet wurden, um an Schlachten teilzunehmen, um das römische Imperium zu verteidigen. Später waren sie ein beliebtes Mittel, um wilde Tiere und gegnerische Gladiatoren in der Arena zu stellen. Bei dem Publikum, was stets nach Spannung und Action durstete, waren diese Hunde äußerst beliebt. Einer dieser legendären Krieger auf 4 Pfoten wurde zum Stammvater einer ganz besonderen Rasse, dem Mastino Napolitano. Über Jahrhunderte hinweg entwickelte sich aus dem römischen Molosser ein imposanter Hund, der nicht nur durch seine schiere Größe beeindruckte, sondern auch durch seine bedingungslose Treue seinem Rudel gegenüber. In den ländlichen Regionen Süditaliens, vor allem rund um Neapel, diente der Mastino den Bauern als treuer Wachhund, immer bereit, sein Haus, Hof und Familie zu verteidigen. Dabei war sein äußeres Erscheinungsbild ebenso abschreckend wie faszinierend. Tiefe Falten im Gesicht, ein massiger Körperbau und gleichzeitig eine Aura der Ruhe. Wie ein schlafender Riese, der jederzeit zum Leben erwachen kann. Auch heute noch ist der Mastino Napolitano in seiner Ursprungsregion präsent. Nicht nur als Haustier, sondern als Symbol einer langen und stolzen Tradition. In Neapel kennt man ihn, schätzt ihn und begegnet ihm mit Respekt. In ihm lebt das Erbe römischer Kriege, bäuerlicher Lebensweisen und neapolitanischer Kultur weiter. Er steht für Stärke, Treue und Schutz. Wer ihm also tief in die Augen schaut, sieht nicht nur einen Hund, sondern er sieht ein Stück Antike. Trotz seiner kämpferischen Vorfahren ist der Mastino Napolitano ein entspannter, gelassener und ausgesprochen freundlicher Hund. Doch Gnade einem potenziellen Eindringling. Denn der Mastino schützt sein Territorium mit einer Entschlossenheit, die seinesgleichen sucht. Allein sein wuchtiger Körperbau und sein imposantes Auftreten machen ihn zu einem natürlichen Abschreckungsfaktor. Besonders bei der nächtlichen Bewachung von Gelände, Baustellen oder privaten Anwesen, genau hier zeigt er, was für Power in ihm steckt. Er ist ein äußerst wachsamer Beschützer mit einer klaren Mission. Wer seinem Rudel zu nahe kommt, wird ohne zu zögern gestellt. Kindern gegenüber zeigt er sich geduldig und freundlich. Allerdings sollte man bei dieser Rasse nie die Größe und Kraft unterschätzen. Manchmal weiß er nämlich nicht, seine enorme Power richtig dosiert einzusetzen. In seiner Nähe sollten besonders kleine Kinder sich stets unter einer Art Aufsicht befinden. Es ist also ein erfahrener Halter notwendig, um diese Macht in die richtigen Bahnen zu lenken. Der Mastino muss deinen Kommandos mit absolutem Gehorsam folgen, denn bei einem Krafttest an der Leine wird der Mastino stets als Sieger hervorgehen. Daher ist eine konsequente und frühzeitige Sozialisierung mit anderen Hunden und Menschen entscheidend, um mit dieser Powermaschine harmonisch zusammenzuleben. Er ist echt ein wahrer Koloss. Mit seinem kräftigen, muskulösen Körper und dem majestätischen Auftreten zieht er in der Öffentlichkeit definitiv alle Blicke auf sich. Rüden erreichen eine beeindruckende Schulterhöhe von 65 bis 75 Zentimeter und bringen bis zu 70 Kilogramm auf die Waage. Wahnsinn! Hündinnen bleiben etwas zierlicher, stehen den Rüden in Anmut aber in nichts nach. Trotz seiner Masse ist dieser Gigant keineswegs langsam. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 30 Stundenkilometer kann er schnell reagieren, wenn es im Ernstfall darauf ankommt. Und seine Beißkraft? Gewaltige 500 bis 600 PSI. Damit gehört er zu den stärksten Hunderassen der Welt. Doch so stark er auch ist, das Leben eines Mastino ist leider begrenzt. Seine Lebenserwartung liegt bei etwa 8 bis 10 Jahren. Eine kurze Zeitspanne, in der er seinem Menschen treu zur Seite steht. Als Wächter, Beschützer und treuer Gefährte. Der Mastino Napolitano hat ein kurzes und dichtes Fell, das nur eine geringe Pflege benötigt. Die wahre Aufmerksamkeit verlangt die Haut des Hundes. Insbesondere die zahlreichen Hautfalten. Hier ist eine regelmäßige Kontrolle auf Entzündungen wichtig, um mögliche gesundheitliche Probleme zu vermeiden. Leider hat die Zucht dieses imposanten Hundes in den letzten Jahrzehnten auch unerwünschte Entwicklungen mit sich gebracht. Zu viele Hautfalten, ein zu großer Kopf und hängende Augenlider sind keine Seltenheit. Auch die Lebenserwartung ist durch diese unsachgemäße Zucht gesunken. Früher wurden diese beeindruckenden Hunde bis zu 12 Jahre alt. Um sicherzustellen, dass dein Mastino gesund und ohne gesundheitlichen Einschränkungen lebt, solltest du dich unbedingt an einen seriösen Züchter wenden. Zusammenfassend lässt sich sagen, der Mastino Napolitano ist ein beeindruckender Hund mit einer bewegten Geschichte. Als Schutz- und Begleithund ist er ein treuer und liebenswerter Gefährte.
hatte. Doch seine Größe, Kraft und Dominanz verlangen nach einem erfahrenen Halter, der seine Erziehung mit Konsequenz und Respekt angeht. Wenn du bereit bist, dich dieser Herausforderung zu stellen, wirst du mit einem wachsamen, gelassenen und sehr loyalen Begleiter belohnt. Hier noch etwas in eigener Sache. Wenn du Bodyguard-Hunde genauso sehr liebst wie ich, zeig's mir mit einem Like, schreib mir etwas in die Kommentare und vergiss das Abonnieren nicht. Und wenn du dachtest, Italien hat mit dem Mastino schon alles gezeigt, dann warte, denn nach dem massiven Mastino folgt jetzt der Athlet unter den Wachhunden, der Cane Corso Italiano. Auch er stammt ursprünglich aus Süditalien, aus Regionen wie Apulien und Kampanien. Und seine Stammesväter? Auch hier die bereits bekannten gewaltigen Molosserhunde, die schon im Römischen Reich in Arenen die Gier der Bevölkerung nach Belustigung stillte und Legionäre begleitete. Und sein Name selbst verrät schon viel. Cane für Hund, Cohors oder Korte für Schutztruppe oder Hof. Heute ist er weniger Krieger und mehr treuer Gefährte, Familienmitglied und ein zuverlässiger Bodyguard. Der Cane Corso ist mehr als nur ein Muskelpaket. Er ist loyal, verspielt, kinderlieb und extrem wachsam. Er liebt sein Rudel und seine Familie innig, aber Fremde, die werden erstmal kritisch beäugt. Diese Gelassenheit gepaart mit einem Schutztrieb macht ihn zu einem idealen Wachhund. Auch er braucht eine konsequente Erziehung und ist nicht geeignet für Anfänger. Mit einer imposanten Schulterhöhe von bis zu 70 cm und einem Gewicht von ca. 50 Kilogramm bringt er alles mit, was man sich von einem Bodyguard-Hund wünscht. Sein kurzes, dichtes Fell gibt es in eindrucksvollen Farbvarianten. Schwarz, grau oder gestromt, oft ergänzt durch eine markante, dunkle Maske. Ein echter Hingucker mit Präsenz. Doch Vorsicht, in Bayern und Brandenburg steht der Cane Corso auf der Liste der sogenannten gefährlichen Hunde. Hier gelten besondere Auflagen für Haltung und Führung. Mit einer Lebenserwartung von 10 bis 12 Jahren ist der Cane Corso ein treuer Begleiter über viele Jahre. Vorausgesetzt, er wird artgerecht gehalten und geistig wie körperlich ausgelastet. Und wenn es darauf ankommt, zeigt er, was in ihm steckt. Rund 47 Stundenkilometer erreicht er im Sprint. Und mit einer Bisskraft von etwa 700 PSI zählt er zu den stärksten seiner Art. Ist der Cane Corso gefährlich? Die kurze Antwort: Nein, nicht bei der richtigen Haltung. Sein Schutztrieb ist stark, seine Erscheinung wirkt echt einschüchternd, aber bei guter Sozialisierung ist er friedlich, verschmust und souverän. Er ist sanft zu Kindern, anhänglich gegenüber seinen Menschen, aber er will beschäftigt, bewegt und geliebt werden. Nur mit ausreichender Bewegung, Aufgaben und Nähe wird er zum idealen Familienhund. Auch bei ihm solltest du auf einen seriösen Züchter achten. Und ganz wichtig, der Cane Corso will nicht alleine im Zwinger leben. Er braucht Familienanschluss und Nähe. Lange Spaziergänge, Radfahren, Fährtenarbeit, Mantrailing oder Obedience, all das liebt der Cane Corso. Und Achtung bei Hitze. Trotz seiner süditalienischen Wurzeln verträgt er hohe Temperaturen eher schlecht. Ein schattiger Rückzugsort im Garten ist Pflicht. Sein kurzes Fell ist pflegeleicht. Gelegentliches Bürsten reicht. Er neigt allerdings zu Hüftgelenkdysplasie, Herzkrankheiten und Augenproblemen. Achte deshalb auf gesunde Zuchtlinien und überlaste ihn nicht mit Treppensteigen im Junghundealter. Falls du dich für ein Cane Corso begeistern kannst, wirst du bei einem Züchter ca. 1.500 € bezahlen müssen. Das ist allerdings ein fairer Preis für gesunde Welpen mit Papieren. Nun bist du dran. Wer passt besser zu dir und deinem Lifestyle? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Das war's für heute. Bleib gespannt und bis zum nächsten Mal.